Unternehmen sind heute mit zwei großen und vor allem schnellen Veränderungen konfrontiert. Wir haben zum einen das Thema Digitalisierung. Kunden erwarten, dass ihre Problemlösungen smart werden. Smart heißt schnell, besser und individueller als vorher. Parallel dazu ist das Thema Nachhaltigkeit in aller Munde. Nachhaltigkeit bedeutet für Unternehmen, dass sie ihr Geschäft nicht nur wirtschaftlich nachhaltig, sondern auch sozial und ökologisch nachhaltig gestalten müssen. Und beide Aspekte kann man nun mit einem datenbasierten Business-Ökosystem kombinieren. Das heißt, mehr Kundennutzen und gleichzeitig Lösungen für die großen und dringenden Probleme unserer Welt gestalten. Das Ganze funktioniert aber nur dann, wenn man das von vornherein in die Konstruktionslogik eines solchen Ökosystems mit einbezieht. Den Begriff Ökosystem kennen wir aus der Biologie. Dort ist es ein Lebensraum von Tieren und Pflanzen, die voneinander abhängig sind. Seit etwa der 90er Jahre ist der Begriff auch in der Betriebswirtschaftslehre zu finden und bezeichnet dort eine Gruppe oder ein Netzwerk von Unternehmen, die gemeinsam mehr Kundennutzen schaffen, als das ein Unternehmen alleine machen könnte. Eine besondere Ausprägung sind die datenbasierten Business-Ökosysteme. Das sind eine Reihe von Unternehmen, also Partnerunternehmen sozusagen, an eine digitale Plattform angeschlossen. Und über die in der Plattform generierten Daten können Kundenbedürfnisse, zum Teil auch sehr komplexe Kundenbedürfnisse, schnell und oft auch kostengünstig erfüllt werden. Beispiele: Amazon, Airbnb, Uber nutzt so ein Modell oder auch die Mobilitätsplattform ReachNow. Also Unternehmen bekommen mit solchen Ökosystemen neue Chancen für Wachstum und auch für Gewinn. Nehmen wir als Beispiel Lieferservice-Plattformen. Wir haben auf der einen Seite die Nachfrage beispielsweise nach warmen Abendessen. Und auf der anderen Seite haben wir das Angebot von Restaurants. Jetzt brauchen wir noch eine Logistik, die sozusagen Nachfrage und Angebot zusammenbringt und möglicherweise noch eine Art, das einfach zu bezahlen. All das liefert die Plattform und für den Kunden heißt das, ich bekomme schnell vielleicht etwas, was besser ist als vorher und in der Regel auch relativ günstig. Und je nach Rolle in so einem Ökosystem sind die Gewinnaussichten beträchtlich. Vor allem der Orchestrator, also der diese Plattform sozusagen steuert und der die Akteure, die alle erforderlich sind, orchestriert, hat in der Regel sehr große Gewinnaussichten. Man spricht da auch von Winner-Takes-All-Modell. Für etablierte Geschäftsmodelle ergibt sich damit natürlich auch ein recht großes Risiko, weil diese laufen Gefahr, den Kundenkontakt zu verlieren und auch die Kontrolle über ihre Gewinnmargen. Nehmen wir das Beispiel der Lieferservices, da ist die Fastfood-Branche sehr stark betroffen. Das heißt, die ursprünglichen engen Kundenbeziehungen und auch die Kontrolle sozusagen über die Preise und die Margen, die wird jetzt über eine Plattform sozusagen abgenommen. Und die Endproduktanbieter von damals werden zu Lieferanten oder zu Unterauftragnehmern der Plattform, die direkt mit dem Kunden in Kontakt steht. Die bisherige Logik solcher datenbasierten Ökosysteme ist die, dass man möglichst viele Kundenwünsche erfüllt und damit profitabel wächst. Und über sogenannte Netzwerkeffekte möglichst viel Nachfrage mit möglichst viel Angebot zusammenführt, damit das Netzwerk skaliert, das Modell skaliert, was natürlich sehr schillernde Wachstumsaussichten und auch sehr vielversprechende Ertragsaussichten liefert. Und Modelle zum Design solcher Business-Ökosysteme, die spiegeln genau diese Logik wider. In einem nachhaltigen, datenbasierten Business-Ökosystem werden jetzt soziale und ökologische Aspekte systematisch mit in die Konstruktionslogik eingebaut. Das heißt, man überlegt sich nicht mehr nur, welchen Nutzen liefere ich dem Kunden und welchen Ertrag kann ich daraus für mich
als Ökosystemanbieter ziehen, sondern man überlegt sich auch, welche Werte schaffe ich für andere Stakeholdergruppen außerhalb des Kunden, beziehungsweise welche Werte solcher Gruppen werden möglicherweise auch vernichtet oder in anderen Worten gesprochen, welcher Schaden wird in Kauf genommen, um den Kunden zufrieden zu machen. Und diese integrierte Betrachtung sozusagen dieser drei Dimensionen und diese Harmonisierung auch dieser drei Dimensionen, das ist der Schlüsselgedanke in einem nachhaltigen, datenbasierten Business-Ökosystem. Bisher werden solche sozioökologischen Auswirkungen des Geschäfts in Unternehmen als sogenannte Externalitäten betrachtet. Externalitäten heißt, es sind Auswirkungen auf beispielsweise Luft, Wasser, Biodiversität, möglicherweise soziale Bedingungen in Lieferantenbetrieben bis hin zu Menschenrechtsfragen, für die man, solange das im Einklang mit gesetzlichen Bestimmungen und Standards passiert, keinen Preis bezahlen muss. Das heißt, im buchhalterischen Sinne erscheint das nicht in Gewinn- und Verlustrechnungen und muss nicht bezahlt werden. Selbstverständlich haben diese Dinge aber einen Preis, und zwar einen gesellschaftlichen Preis. Und der ist zunehmend hoch, was wir alle sehen, wenn wir täglich in die Nachrichten schauen. Angesichts der großen und dringenden Nachhaltigkeitsprobleme unserer Zeit wird dieses Vorgehen in Zukunft so nicht mehr möglich sein. Das heißt, wir sprechen neben den bekannten technologischen oder digitalen Disruptionen auch von sozioökologischen Disruptionen. Das heißt, dass der Verbrauch von Natur- oder Sozialkapital in Zukunft nicht mehr kostenfrei sein wird, sondern sehr teuer werden kann. Das sehen wir an Entwicklungen bei den Gesetzgebern, die immer strengere Richtlinien erlassen, die dann auch für Unternehmen zum Teil sehr hohe Kosten verursachen können. Daneben haben wir die Investoren, die sich sehr wohl überlegen, wie riskant es ist, in ein nicht nachhaltiges Ökosystem zu investieren. Mitarbeiter ist eine weitere Gruppe, für die das Thema Nachhaltigkeit zunehmend bedeutsam wird und die sich sehr wohl überlegen, ob sie in einem Unternehmen, das soziale und ökologische Aspekte weitgehend missachtet, in Zukunft noch arbeiten wollen. Und zu guter Letzt die Kunden, die immer sensibler werden und auch immer stärker darauf schauen, wie nachhaltig denn Produkte und Dienstleistungen gefertigt und angeboten werden. Wobei man hier dazu sagen muss, dass natürlich auch die Konsumenten eine Verantwortung haben, weil ein ganz großer Teil des Nachhaltigkeitsimpacts eines Produktes im Konsum entsteht. Und insofern muss man sich Modelle überlegen, die nicht nur diese Produktionsseite beachten, sondern auch die Konsumseite und dort über Sharing oder über Servicemodelle oder über Kreislaufmodelle sozusagen auch diesen Aspekt mit berücksichtigen. Das ist gewissermaßen das Risikoszenario. Andererseits darf man nicht vergessen, dass Nachhaltigkeit eines der größten Zukunftsmärkte darstellt, den es im Moment gibt. Und Unternehmen sind gut beraten, sich zu überlegen, wie sie denn an diesem großen Markt sozusagen von Nachhaltigkeitslösungen partizipieren können. Man startet mit der Überlegung, wann so ein nachhaltiges Business-Ökosystem erfolgreich ist. Das heißt, diese Erfolgskriterien, die man am Anfang definiert, die betrachtet man jetzt nicht mehr nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern eben auch aus sozialer und ökologischer Sicht. Man kann davon ausgehen, dass sogenannte Superstar-Companies, wie sie so in einschlägigen Rankings genannt werden, in Zukunft eben nicht mehr die sein werden, die nur am profitabelsten sind, sondern auch die ökologisch und sozial am besten performen. Und hat man diese Erfolgsmaßstäbe einmal definiert, dann überlegt man sich sozusagen im zweiten Schritt, welche Werte man nun für welche Stakeholder, für welche Gruppen im Ökosystem und im Umfeld des Ökosystems schafft, die auf diese Erfolgskriterien einzahlen. Und nachhaltig wird das ganze Business-Ökosystem dann, wenn es wirtschaftlich erfolgreich ist, ohne die ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen, in denen es gewissermaßen eingebettet ist,
ohne denen zu schaden. Für eine Reihe von Unternehmen sind soziale und ökologische Probleme aber auch Ausgangspunkt für die Entwicklung eines datenbasierten Business-Ökosystems. Das heißt, ich überlege mir im ersten Schritt, welche gesellschaftsrelevanten Probleme kann ich denn mit einem wirtschaftlich rentablen Modell und auch dem entsprechenden Kundennutzen angehen und lösen. Das ist ein Thema, das gerade in letzter Zeit sehr stark diskutiert wird unter dem Stichwort Purpose. Das heißt, man erwartet von Unternehmen, dass sie einen Purpose, das heißt einen gesellschaftlichen Auftrag definieren. Also nicht nur die klassische bekannte Mission, das heißt der Kundenauftrag, sondern parallel dazu steht der Purpose, das heißt der gesellschaftliche Auftrag. Unternehmen fragen sich also, was würde denn der Gesellschaft fehlen, wenn es unser Geschäft, wenn es unser Business-Ökosystem nicht mehr geben würde? Und die Antwort darauf ist eine ganz entscheidende Frage, auch für die Zukunftsfähigkeit dieser Modelle. Der Begriff Smart bekommt in einem nachhaltigen, datenbasierten Business-Ökosystem eine ganz neue Bedeutung. Es ist dann eben nicht mehr nur schneller, besser, günstiger, individueller, sondern es ist auch nachhaltiger. Und solche datenbasierten Business-Ökosysteme liefern ein unglaubliches Potenzial, große Nachhaltigkeitsprobleme, die wir haben, zu lösen. Nehmen wir als Beispiel die vielen Geschäftsmodelle, die es gibt im Rahmen der Kreislaufwirtschaft, der Circular Economy. Viele dieser Geschäftsmodelle sind nur über datenbasierte Business-Ökosysteme möglich. Also das Zusammenspiel vieler Akteure über geteilte Daten sozusagen in so einen Kreislauf zu kommen. Oder ein zweites Beispiel wären smarte Mobilitätslösungen. Das heißt, ich bin ein Kunde, ich drücke auf einen Knopf und ich bekomme beispielsweise in einer großen Stadt die für mich optimale Lösung, um von einem Ort zu einem anderen Ort zu kommen. Und da spielen viele Akteure eine Rolle. Das ist nicht nur ein Auto, da ist vielleicht ein öffentlicher Nahverkehr beteiligt, vielleicht ein E-Roller oder andere Geräte. Und das führt dazu, dass natürlich das Verkehrsproblem deutlich reduziert wird, Städte nachhaltiger werden und im Endresultat ist das ein Bild, dass man eine Stadt, die von oben betrachtet heute aus Gebäuden und in der Regel sehr vielen Parkplätzen und Parkhäusern besteht, plötzlich eine Stadt ist mit Gebäuden und viel Parks und viel Spielplätzen drumherum. Das heißt, da haben wir die Symbiose, der Kunde ist zufrieden und die Gesellschaft ist zufrieden und die Natur auch.